Also ich will jetzt doch mal die Fußgängerbrücke ausprobieren mit dem Rad, weil ich glaube, für Räder ist es doch nicht gesperrt, sondern nur für Motorroller. Und das schauen wir uns jetzt mal an und siehe da, also für mich ist das ein Motorrollerzeichen und kein Fahrradzeichen. Also wir wir wuchten jetzt das Rad hier über diese riesige Barriere. Ruck. Und schon sind wir auf der Brücke, in der Hoffnung, dass kein Sheriff kommt und uns 3 Millionen Dong abnimmt. Aber ich denke mal, die haben was Besseres zu tun. Und es war ja nicht für Räder gesperrt, nur für Krafträder. Und schon sind wir hier. Oh, da ist gleich nochmal eine andere Barriere, aber da kann man auch durch. Ja, hier ist jetzt wieder Fußgängerzeichen. Was steht jetzt hier alles auf dem Schild? Ja, jetzt müssten wir halt vietnamesisch können. Ich werde mal kurz den Google Translator bemühen und schauen, was uns dieses Schild sagt. Ja, also ich habe das jetzt übersetzt. Ich blende es mal ein vom Google Übersetzer. Es ist tatsächlich so, es dürfen hier nur Fußgänger entlang, also nicht mal Fahrräder. Aber es ist halt kein Aas hier unterwegs. Ne? Es wäre so schön, hier lang zu fahren. Man hat seine Ruhe, man muss nicht hier drüben auf dieser stark befahrenen Brücke fahren oder über die Drachenbrücke. Guckt euch, das ist ein Fußgänger. Aber bei meinem Glück, wenn ich das wage, dann steht da irgendwo einer und zieht mich raus. Vorher machen es 1000 andere. Wobei ich habe noch nie einen Radfahrer hier gesehen, aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Murphy's Law. Ach, schade. Naja gut, dann fahren wir über die Drachenbrücke. Die ist mir lieber jetzt wie das Teil hier. Ne, wir fahren über das Teil hier, weil ich möchte noch vorher zum Han Market. Das ist irgend so ein Markt auf jeden Fall. Und der liegt auf der anderen Flussseite. Und jetzt, wenn wir schon mal da sind, dann fahren wir über die Brücke hier. Beziehungsweise muss ich da wieder zurück. Ne, wir fahren Drachenbrücke. Wir fahren die Drachenbrücke, weil der Markt liegt noch ein bisschen nördlicher von der Drachenbrücke auf der anderen Flussseite. Und dann geht's heute auf den Berg da von Monkey Island. Monkey Island, ihr erinnert euch, da war ich ja irgendwie die vorletzte Tour oder so, wo ich dann oben im Nebel stand. Ich denke mal, es wird wieder neblig sein, aber ich will diesmal die Insel oder Halbinsel umrunden. Ich will komplett rum, ich will auf der anderen Seite runterfahren und dann mal gucken, wie es da weitergeht. Das machen wir heute. Also Planänderung, ich habe mich jetzt umentschieden, ich werde nicht auf den Monkey Island Berg hier Son Tra hochfahren, weil es ist irgendwie kein schöner Tag heute. Es ist zu kalt, es ist bereits hier unten recht kühl und es liegt ja dann doch auf, es ist wieder alles geboten hier, weil das liegt ja doch auf 600 Meter oben und ich habe gesehen, es ist halt voll in der Wolke und im Nebel wieder. Es sah schon von unten sehr kalt aus. Ich habe auch jetzt blöderweise die Jacke daheim vergessen. Und ja, ein bisschen ein schöner Tag sollte schon sein. Aber morgen soll es wohl 5 Grad wärmer werden. Von daher habe ich das jetzt auf morgen verschoben. Planänderung. Ich fahre eine flache Runde
mit 1000 anderen Motorscootern hier durch Da Nang. Ne, ich fahre ein bisschen außerhalb. Eine flache Runde, 50 Kilometer. Habe ich mir jetzt gerade noch auf den Computer geladen, mal gucken, wie es da so ist. War ich jetzt auch noch nicht in der Ecke. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, wie man sehen kann, ein bisschen aus Da Nang draußen und schon ist das alles nicht mehr so schlimm. Allerdings, das hier ist die Zugangsstraße zu den Banner Hills, wie man hier eben auf dem Bus da gesehen hat. Das sind die ganzen Touris, die jetzt da heute hinfahren. Das ist diese 6-spurige Straße, die geht ewig lang geradeaus und endet dann direkt an den Banner Hills am Eingang. Da kann man da mit der Gondel hochfahren, da war ich auch schon oben, das war in der ersten Woche, wo ich hier war, geht auf fast 1500 Meter hoch. Aber ich hatte halt auch wieder Pech hier mit Wolken und Nebel, wie es halt meistens ist. Muss man wirklich einen guten Tag erwischen oder halt zu einer anderen Jahreszeit herkommen. Eintritt kostet 33 €. Ja, schau da. Hat er geguckt. Wie schnell fahren wir denn? 38, der fährt aber auch nicht schnell hier. Und ja, kostet 33 €. Ja, ist halt sehr kitschig da oben. Da mache ich vielleicht mal ein eigenes Video, dass ich da mal eine Tour hinmache und zeige euch dann ein paar Bilder von da oben. Aber ja, jetzt geht es erstmal hier die schöne Straße entlang. Hier kann man es krachen lassen, hat man seine Ruhe. Und dann mal gucken, wo uns die Route hinführt. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall raus aus der Stadt und rein in die Natur. Ja, nochmal abgebogen wird es dann nochmal einsamer hier. Es sind Straßen hier, die, ja, keine Ahnung, irgendwie so gut wie nie genutzt werden. Ich weiß nicht, wofür die gebaut wurden, aber traumhaft zum Radeln auf jeden Fall. Und das da hinten, das sind irgendwie diese Banner Hills, wahrscheinlich da, wo die Wolke drin hängt. Also ich weiß nicht, ob man sich da heute einen Gefallen tut, aber ja, wie gesagt, das ist Glückssache, dass man da einen guten Tag erwischt. Jetzt reißt es wieder ein bisschen auf, es ist ein Hin und Her, man weiß nie, wie man es machen soll. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese Bergtour verschoben auf morgen, weil ich dachte, es wird ja, sehr düster, was es auch war. Aber hier draußen ist es jetzt wieder ein bisschen besser. Aber gut, gesehen hätten wir so oder so nichts. Das war in Wolken und bleibt in Wolken. Und morgen schauen wir mal, ob es ein bisschen besser ist, aber ich denke mal nicht. Also von der Temperatur her schon, aber von der Sicht her wird es wahrscheinlich nicht besser sein. Aber zumindest angenehm. Aber jetzt schwitzt ja auch schon. Jetzt hat es wieder angezogen hier mit den Temperaturen. Es ist ein verrücktes Wetter. Es hat geheißen maximal 20 Grad. Jetzt zeigt mir der Wahoo 26 an. Also naja, wie man es macht, ist verkehrt. Was soll man machen? Ist egal, wir fahren jetzt hier weiter. Die schöne Straße hier, war ich auch noch nie.
Mal schauen, wohin die uns führt. Die Route ist auf dem Wahoo und wir folgen der Spur. Falsche Richtung, Junge. So, jetzt sind wir auf dieser anderen, auf dieser einsamen Straße, die ich eben gezeigt habe. Das war jetzt bloß so eine kleine Schleife, die ich gedreht habe. Und dann kam ich hier auf diese einsame, gut ausgebaute Straße. Das Maul der Wahoo, also wahrscheinlich, weil wir irgendwie GPS-mäßig daneben liegen. Aber wir sind auf der Route. Hier wird irgendwas verbrannt. Was stehen denn hier für Häuser? Mitten im Nichts. Mitten im Nichts stehen hier so topmoderne Häuser. Hier die Reisfelder. Richtig geil. Richtig schön. Ja, keine Ahnung, wofür das hier gebaut wurde. Vielleicht entsteht hier noch irgendwas oder ist was geplant oder war was geplant und wurde wieder in die Schubladen gelegt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man hier seine Ruhe. Und die genieße ich jetzt. Ja, hier ist wohl alles noch ein bisschen under construction. Jepsa. Und ja, noch nicht so ganz fertiggestellt. Wie irgendwie alles hier in der Gegend. Ist irgendwie alles so ein bisschen angefangen, aber nicht zu Ende gebracht. Dieser Hot Spring Park, was ich da gerade gelesen habe auf dem Schild, das scheint wohl so ein Wasserpark zu sein. Ich habe gerade mal gegoogelt, weil mich das jetzt selber interessiert hat. Was soll hier für ein Park sein, in the middle of nowhere? Aber es ist ein Wasserpark anscheinend. Ob er existiert, ob er jemals existierte, noch existiert oder vielleicht erst eröffnet wird, das weiß ich auch nicht. Ich könnte mir jedes Szenario vorstellen, aber er scheint wohl laut Google offen zu sein. Zumindest waren da recht lebhafte Bilder zu finden. So, und jetzt muss ich echt mal gucken. Jetzt wird es nämlich irgendwie abenteuerlich hier. Ich hätte irgendwie abbiegen müssen, aber da war nichts zum Abbiegen. Ich weiß gar nicht, wo ich da hingesellt hätte. Hier vielleicht runter. Ah, hier geht eine Straße runter. Und die soll wohl zu dieser geplanten Route gehen. Na, schauen wir mal. Ja, also das wäre die geplante Route gewesen. Da drüben war ich auf der Brücke und irgendwo war da wohl ein Abzweig. Ach, das war wahrscheinlich der Abzweig zu den Hot Springs oder? Nee, das war wieder eine andere Straße. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal hier auf diese Brücke, um zu gucken, wie es hier so aussieht. Kommt schon wieder ein Moped, wie immer, wenn ich irgendwie mal wo stehe und das filmen will. Selbst hier, wo nichts ist. Und jetzt geht es in die Richtung weiter. Auch die geplante Route. Und mal gucken, wohin sie uns führt. Sieht auf jeden Fall sehr ländlich aus, so gefällt mir das. Da sieht man mal ein bisschen was von der Urbevölkerung und nicht nur immer irgendwelche Städte und touristische Plätze. Hier wird Obst und Gemüse verkauft. Jetzt haben wir hier eine Schule, nehme ich an, jawohl. Ja, so ein typisches vietnamesisches Dorf hier. Was ist das hier? Da wohnt jemand, der ein bisschen mehr Geld hat als die anderen. Ja, sieht doch gemütlich aus hier. Schöne kleine Häuschen haben sie hier. Tempel, alles da.
Und was verbrannt wird auch. Das machen sie gerne, die Vietnamesen. Einfach so Feuerchen, Fackeln oder generell so in Asien, in Thailand ja auch. Alles, was nicht gebraucht wird, wird einfach mal verbrannt. Ja, schönes Sträßchen hier. Gefällt mir. Nice, nice, nice. Let's go. Hier die Bananenbäume. Bananenplantage. Und die vietnamesische Flagge, die hängt fast vor jedem Haus. Eins ist mir hier aufgefallen in Vietnam. Ich habe noch an keiner einzigen Tankstelle irgendeinen Preis gesehen. Oder sind das jetzt hier die Preise? Das wäre jetzt das erste Mal, dass ich sehe. Tatsächlich. Hier steht es an der Zapfsäule. Was ist das hier? 95 Oktan, 23.400 Dong. Das ist etwas weniger als ein Euro. Ein Euro sind, ich kriege immer für einen Euro 26.700. Also 90 Cent ungefähr. Das hier, was ist das hier? DO 0,05S, keine Ahnung, das kostet 20.370. Das wird vielleicht der Diesel sein. Der Diesel ist dann noch billiger. Das ist ja Wahnsinn, der kostet ja nur, der kostet ja nur 70 Cent oder so. Wow. Tja, das ist mal günstig hier, ne? Nicht so wie bei uns, wo der Zweier oder so teilweise davor steht. Oder davor stand. Irgendwann, wenn wieder irgend so eine Krise kommt, dann steht der Zweier auch wieder vorne dran. Und wenn es mal 1,70 kostet, da sind wir mittlerweile glücklich. Das sind schon Schnäppchenpreise. Unfassbar, ey. Unfassbar. How long will I slide or separate my side? I don't believe it's fair. Slitting my throat is all I ever. How long will I slide or separate my side? I don't believe it's fair. Slitting my throat is all I ever. Ja, und überall hier so Nagelstudios, Make-up, Nail, so mitten im Nirgendwo. Das war bei der gestrigen Runde auch so, wo ich da entlang dieses Highways fuhr. Da war ich ja dann in so einem Dorf, wo ich eine Cola getrunken habe und nebendran war. Da war auch so ein Nagelstudio, Make-up und tralala. Also das siehst du hier an jeder Ecke. Aber gut, das sieht man bei uns in Deutschland auch. Die ganzen Nagelstudios, die sind ja fest in vietnamesischer Hand. Jetzt wisst ihr warum. Ne? Vietnam hat die Weltherrschaft in Sachen Nagelstudios. Ja, und man merkt, dass man wieder Richtung Stadt kommt. Es wird zunehmend geschäftiger hier. Der Verkehr nimmt zu.
Die Häuser werden mehr und die Fahrweise wird wieder rigoroser und rabiater. Also man muss wieder alle Sinne einschalten, weil jetzt kommen sie wieder aus allen Löchern raus. Ja, dann weiß ich jetzt auch, wo wir rausgekommen sind, und zwar an dieser schönen Flussstraße, die ich da bei der einen Tour fuhr, die ja ziemlich gut ausgebaut war und kürzlich wohl erst fertiggestellt wurde. Als ich da zu diesem Tempel fuhr, da drüben ist nämlich der Fluss, da scheint er durch. Ja, dann bedeutet es, dass wir nicht mehr weit weg sind von der Stadt. Die ersten Ausläufer sind hier zu sehen. Bietet sich an, das Video an dieser Stelle zu schließen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder hier aus Da Nang, Vietnam. Es werden bestimmt noch ein paar Videos folgen. Und ja, dann bleibt mir treu, drückt alle Knöpfe und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.